Der Hansapark ist nicht nur Deutschlands einziger Freizeitpark am Meer, er ist auch im internationalen Vergleich eine feste Größe. Vor allem die beiden Achterbahnen Flucht von Novgorod und Schwur des Kernan ließen den Park in den letzten Jahren auf der internationalen Coaster Map bei vielen Fans auftauchen. Doch die Coaster sind nicht der einzige Grund, was diesen Park zu einem absoluten Must-Visit für jeden Freizeitpark-Fan macht. Denn auch hier sind es die liebevoll gestalteten Details, die einen unglaublichen Charme ausdrücken. In diesem Video zeige ich euch die 7 besten Details aus dem Hansapark, die ich kenne. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Nummer 7. Der Eingang des Parks besteht aus einem Nachbau des Lübecker Holstentors. Auch wenn man hier den Park noch nicht einmal betreten hat, fängt für viele kleine Besucher das Abenteuer schon an. Denn unter der Treppe von der Parkplatzüberführung ist bereits ein kleiner Spielplatz versteckt mit verschiedenen Gängen zum Durchkriechen. Vielen fällt dieses Feature auf dem Vorplatz erst gar nicht auf. Aber gerade von Familien mit Kindern wird dieser Spielplatz sehr gerne angenommen. Denn während sich die Eltern in der Schlange an der Kasse anstellen, erkunden die Kinder bereits die unterirdischen Tunnel. Nummer 6. Das nächste Detail wartet direkt hinter dem Eingang und dem Holstentor. Denn hier wird wirklich jeden Tag das aktuelle Datum mit Blumen nachgestellt. Für viele Gäste ist das immer wieder ein kleiner Wow-Moment direkt hinter dem Eingang und oftmals das allererste Fotomotiv des Tages. Nummer 5. Nicht aus dem Hansapark wegzudenken ist Nessie, die fast schon historische Schwarzkopf-Looping-Achterbahn. Sie befindet sich im Themenbereich Bezauberndes Britannien und steht für das Ungeheuer von Loch Ness. Das schlangenförmige Ungeheuer ist auch um die Bahn herum versteckt. Achtet mal auf die Mauer rechts neben dem Looping. Nummer 4. Auf dem Plaza del Mar hat man nicht nur einen tollen Blick auf die Ostsee, in der Mitte befindet sich auch ein ganz besonderer Brunnen. Denn der Brunnen erwacht immer wieder zum Leben und sorgt für eine willkommene Abkühlung. Teilweise hat der Brunnen sogar feste Showzeiten, zu denen er live mit den Gästen agiert und mit ihnen spricht.
Nummer 3. Die Flucht von Nowgorod war zur Eröffnung 2009 und ist auch heute noch ein wahres Achterbahn-Highlight. Das Besondere hier ist die einzigartige Mischung aus Dark Ride und Achterbahn, die zu einem durchweg immersiven Erlebnis führt, und zwar vom Betreten der Warteschlange bis zum Ausgangsshop. Denn das Erlebnis ist nach dem Ausstieg aus der Bahn noch lange nicht vorbei. Denn plötzlich findet man sich in einem Labyrinth wieder. Auch nach Wiederholungsfahrten ist es immer wieder verwirrend, im Labyrinth den Ausgang zu finden. Das liegt jedoch nicht daran, dass das Labyrinth zu groß ist, das ist es nämlich nicht, sondern an einem kleinen Trick. Und der funktioniert so. Grundsätzlich gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Wege zum Ausgang des Labyrinths. Der Weg zum Ausgang Nummer 1 und der Weg zum Ausgang Nummer 2. Von den zwei Wegen ist aber immer nur einer geöffnet, der andere führt in eine Sackgasse. Und das funktioniert wiederum so. Es gibt kurz vor dem Labyrinthausgang diese Türe. Sie verschließt immer einen der beiden Ausgänge des Labyrinths und bildet damit die Sackgasse. Der andere Ausgang ist dann entsprechend geöffnet. Um den Kurs im Labyrinth zu ändern, muss die Türe einfach nur von einem Mitarbeiter auf die andere Seite bewegt werden. Dann ist der jeweils andere Ausgang geöffnet und die Sackgasse mit der Türe ist an einer anderen Stelle im Labyrinth. Die Türe wird von den Mitarbeitern mehrmals am Tag hin und her bewegt, sodass die Ausgänge über den Tag hinweg immer wieder wechseln. Daher weiß man bei Wiederholungsfahrten auch nie, über welchen Weg man derzeit aus dem Labyrinth wieder herauskommt. Nummer 2. Ein weiteres sehr cooles Detail bei der Flucht von Nowgorod ist in der Warteschlange. Der Nagelschneider. Mutige Gäste können hier während des Anstehens ihre Hand in ein kleines Fenster halten. Kurz darauf schnappt ein Guillotinenmesser nach unten und man spürt den Luftzug an der Hand. Die Finger bleiben dabei natürlich ganz, eine Mutprobe ist es trotzdem, seine Hand in den Schlitz zu halten. Was siehst du noch das Messer? Nummer 1. Die größte Achterbahn im Hansapark ist der Schwur des Kernan. Der Lift der Bahn befindet sich in diesem fast 80 Meter hohen Turm. Den Turm gibt es übrigens wirklich im schwedischen Helsingborg. Er wurde dort im Jahr 1320 gebaut als eine uneinnehmbare Festung. Entsprechend gab es hier auch in der Vergangenheit Schlachten und Kämpfe. Und das sieht man dem Turm auch an. Denn zur Seeseite hin sieht man am Turm Einschusslöcher, während er auf der Landseite fast unversehrt aussieht. Achtet bei eurem nächsten Besuch mal darauf, dass nur die Seite des Turms in Richtung Ostsee die Einschusslöcher aufweist. Gerade an so einem Beispiel erkennt man, wie detailgetreu und authentisch der Hansapark seine Themen umsetzt.
Und damit endet unser Detailranking aus dem Hansapark. Wie immer war es nur ein kleiner Auszug der vielen Details, die es im Hansapark zu entdecken gibt. Kennt ihr noch weitere? Dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und haltet die Augen offen.